Ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Dann machen wir das eben, Ich habe sie ja beide da. Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande und das eben waren eure Kommentare zu den beiden Fahrrädern hier. Und zwar habt ihr gefragt, ob ich mal das Cargo gegen das Paxter antreten lassen kann. Ob ich die beiden Räder mal vergleichen kann und ihr habt auch gefragt, welches Rad mein persönlicher Favorit ist. Mal sehen, ob wir die letzte Frage in diesem Video beantwortet bekommen. Aber in diesem Video möchte ich einmal beide Räder miteinander vergleichen, denn die sind auffällig ähnlich. Beide Räder sind brandneu auf dem Markt. Beide Räder haben eine große EPP-Box, beide Räder haben eine Seilzuglenkung, beide Räder haben Bosch-Motoren und zwar beide immer den Cargoline-Motor. Und beide Räder gibt es mit der Enviolo-Automatik. Aber da enden auch schon die Ähnlichkeiten. Denn wenn man genau hinguckt, dann sind diese beiden Räder höchst unterschiedlich. Und in diesem Video wollen wir einmal in 15 Kategorien klären, welches der beiden Fahrräder das bessere Lastenrad ist. Ich habe euch beide Räder schon in Einzelvorstellungen einmal gezeigt und auch im Alltag bewegt und dann anhand der Radelbande Bewertungsmatrix bewertet. Dafür wurde ich von den jeweiligen Herstellern unterstützt. Dieses Video entsteht komplett ohne Unterstützung, nur insofern, als ich beide Räder gleichzeitig für diesen Test hier haben darf. Hi, ich bin Werbungstillmann. So ein Lastenrad ist wirklich unglaublich teuer und es wäre echt ätzend, wenn es geklaut werden würde. Aber zum Glück gibt es für diesen Falle Versicherung, und zwar E-Bike- oder Fahrradversicherung. Und ich arbeite da mit Helden.de zusammen, weil die faire und transparente Versicherungsbedingungen mit guten Preisen und einem voll digitalen Abschluss verbinden. Und das Beste ist, mit dem Code RBND4 könnt ihr auch dauerhaft einen Monatsbeitrag pro Jahr sparen. Also nutzt den Code RBND4 oder gebt mal auf den Link unten in der Beschreibung. Vielen Dank an Helden.de, dass ihr mich unterstützt und somit diese Videos erst möglich macht. Ich werde die beiden Fahrräder in 15 Runden gegeneinander antreten lassen. Und zwar in kleinen Kategorien, die im Alltag den Unterschied machen können, ob man das eine oder das andere Fahrrad bevorzugt. Beginnen wir mit Runde 1, dem Fahren. Beide Räder fahren sich, obwohl sie ähnlich geartet sind, doch ziemlich unterschiedlich. Das Cargo fährt satter, das Riso Müller etwas wendiger. Insgesamt bevorzuge ich die Fahrt bei dem Cargo. Es fährt sich satter, es fährt sich hochwertiger, es holpert nicht über Unebenheiten, sondern bügelt sie einfach mit dem langen Radstand weg. Insofern geht die erste Runde an das Cargo. Runde Nummer 2, Bremsen. Das Riso Müller Paxter hat die TRP C2.3 Cargo Bike Bremse verbaut in dem Performance Package und das Cargo hat immer die Magura CME5 Bremse verbaut. Und die Bremse beim Cargo ist deutlich besser. Beim Bremstest hat das Paxter etwa 3 Meter gebraucht, das Cargo etwa 2 Meter. Das Bremsgefühl finde ich bei der Magura ebenfalls besser. Insofern geht Runde 2 wieder ans Cargo. Runde 3, Wenden. Beide Räder haben eine Seilzuglenkung, deswegen sind sie sehr, sehr wendig. Man kann den Lenker sehr weit einschlagen und das Vorderrad schlägt auch bei beiden Rädern sehr weit ein. Das Paxter hat allerdings den Vorteil, dass es 20 cm kürzer ist als das Cargo und der Lenker sich weiter einschlagen lässt. Insofern geht diese Runde an das Paxter. Runde Nummer 4, Aufsteigen und Absteigen. Das Cargo wurde extra dahingehend entwickelt, dass man besonders leicht auf- und absteigen kann. Wir haben ein sehr niedriges Tretlager, einen sehr niedrigen Einstieg und dadurch kommt man leichter auf das Rad rauf und wieder runter. Beim Paxter, da ist das Tretlager, ich würde mal sagen, normal hoch. Es fühlte sich auf jeden Fall immer so an, als ob man oben auf das Rad aufsteigen müsste. Insofern geht diese Runde an das Cargo. Runde Nummer 5. Eignung für verschiedene Fahrergrößen. Das Riso Müller Paxter hat einen Lenker, der sich in der Höhe verstellen lässt. Es hat einen kurzen Vorbau und der Abstand zwischen Sattel und Lenker ist insgesamt kürzer als bei dem Cargo. Es eignet sich für kleine Menschen, für große Menschen. Allerdings muss man eventuell die Sattelstütze dafür austauschen. Das Cargo hat keinen verstellbaren Vorbau, weder in der Höhe noch in der Neigung. Und das Display ist auch in den Vorbau integriert. Deswegen ist der Umbau auf einen anderen Vorbau auch etwas komplizierter. Deswegen finden bei dem Paxter kleine und große Menschen leichter ihre passende Sitzposition. Deswegen geht diese Runde an das Paxter. Runde Nummer 6. Die Boxgröße. Beide Boxen sind nominell 70 cm lang, aber sie sind doch deutlich unterschiedlich gestaltet. Während hier das Cargo eine relativ flache Box hat, die auch noch nach vorne runter geht, ist die Box des Paxter komplett
flach oben, also da kann man auch ganz einfach irgendwas noch drauf bauen und sie ist deutlich tiefer. Deswegen hat die Box des Packstar ein größeres Volumen, deswegen geht diese Runde an das Packstar. Runde Nummer 7, die Gurte. Beide Räder sind mit 5-Punkt-Gurten ausgestattet, die aber unterschiedlicher nicht sein könnten. Während wir hier bei dem Riese und Müller Packstar etwas archaische Gurte haben mit einem Kunststoffverschluss, der auch sich nicht ganz so einfach verstellen lässt, haben wir hier bei dem Cargo etwas bessere Gurte mit Polstern, mit einem besseren Verschluss. Der ist magnetisch, der lässt sich nochmal einfacher in den verschiedenen Dimensionen verstellen. Deswegen geht diese Runde an das Cargo. Runde Nummer 8, die Sitze. Das Cargo hat 2 Einzelsitze mit höhenverstellbaren Kopfstützen, mit einer Polsterung aus Textilmaterial, mit diesen Gurtpolstern, die ich eben schon erwähnt habe, und einer gefederten Sitzfläche. Das Packstar hat eine durchgehende Sitzbank mit einer relativ hohen Rückenlehne, ebenfalls sehr gut gepolstert, ebenfalls aus Textilmaterial. Und was sie beide gleich haben, beide Materialien ziehen Wasser, das ist bei beiden nicht so gut. Und das Packstar hat eine weiche Sitzfläche. Der Clou beim Packstar ist noch, die Bank lässt sich in der Neigung verstellen, dann geht auch die Sitzfläche weiter nach vorne. Der Vorteil beim Packstar ist, dass die Kinder ihre Beine nach unten baumeln lassen können. Beim Cargo müssen sie die Beine nach vorne ausstrecken. Die Funktion der Neigung, die nutzt man im Alltag beim Packstar wahrscheinlich nicht so häufig, weil das doch stark den nutzbaren Platz in der Box einschränkt, besonders dann, wenn man noch Gepäck mitnehmen möchte. Insgesamt haben beide Sitzkonzepte ihre Vor- und Nachteile. Am Ende würde ich aber das Cargo einen Hauch weiter vorne sehen. Runde Nummer 9, reinsetzen. Und hier kommt es darauf an, wie einfach das Kind entweder selber einsteigen kann oder wie einfach ich es reinheben kann. Beim Riese und Müller Packstar haben wir eine sehr hohe Seitenwand und hier unten eine kleine Trittstufe, die allerdings sehr klein ist und sehr, sehr kurz. Kinder können hier wirklich nur, wenn sie etwas größer sind, selber einsteigen. Beim Cargo ist diese Trittstufe hier unten deutlich größer. Die Box ist eine ganze Ecke niedriger hier vorne an der Seite und die Kinder können sich hier festhalten, um hier selbstständig einsteigen zu können. Beim Reinheben hat diese niedrigere Boxseitenwand hier vorne ebenfalls den Vorteil, dass man das Kind nicht ganz so weit irgendwie drüber heben muss. Insofern hat am Ende bei dieser Runde das Cargo die Nase vorn. Runde Nummer 10, Nutzbarkeit der Box, und zwar anhand einer Eurobox. Lässt sich eine Eurobox mit den Maßen 60 x 40 hier einfach reinstellen in die vordere Ladefläche. Beim Cargo ist das relativ einfach. Die Sitze nach oben klappen, Box reinstellen und dann ist nach links und rechts, oben und unten noch genug Platz. Beim Packstar kann man zwar auch die Bank nach oben klappen, aber selbst dann ist im eingebauten Zustand der Sitzbank kein Platz für eine Eurobox. Da muss man dann mit Tüten beim Einkaufen zum Beispiel arbeiten. Das ist ein bisschen schade. Insofern ist die Box des Cargo besser nutzbar und die Runde geht ans Cargo. Runde Nummer 11. Wie viele Kinder lassen sich in die Box des Lastenrades setzen? Beim Cargo passen 2 Kinder rein auf die beiden Sitze. Oder ein Baby in einer Babyschale. Beim Packstar gibt es die Möglichkeit, mit dem optionalen Frontsitz ein drittes Kind noch reinzusetzen oder aber ein Kleinkind und ein Baby in einer Babyschale. Insofern ist in dieser Runde der Sieger das Packstar. Runde Nummer 12. Anschließen. Beide Räder haben auf der hinteren Seite des Fahrrads genug Punkte, wo man ein Schloss durchziehen kann, um handelsübliche Fahrradständer oder Laternen oder was auch immer zu nutzen, um das Fahrrad zu sichern. Das Packstar hat in diesem Punkt aber die Nase ein bisschen vorn, da es die Möglichkeit hat, ein Speichenschloss noch zu verwenden, wo man eine Einsteckkette reinstecken kann. Und das ganze System ist dann auch mit einem einzigen Schlüssel nutzbar, sowohl für die Akkus als auch für das Speichenschloss. Beim Cargo gibt es keine Möglichkeit, ein Speichenschloss zu nutzen und man braucht auch immer mehrere Schlüssel. Insofern geht diese Runde an das Packstar. Runde Nummer 13. Aufstellen. Beide Räder haben gute Ständer, gar keine Frage. Das Cargo ist nochmal etwas weiterentwickelt. Es hat eine Gasdruckfeder drin, die das Ganze so ein bisschen angenehmer macht. Die gleitet so sanft in ihre Position und das Fahrrad lässt sich relativ leicht auf den Ständer bringen. Allerdings ist mir aufgefallen, dass gerade für kleinere Personen der Winkel, in dem man das Fahrrad anheben muss, um es auf den Ständer zu bringen, nicht ganz einfach umsetzbar ist. Beim Packstar ist es so, dass der Ständer vielleicht nicht so hoch entwickelt ist wie der des Cargo, aber er ist einfacher in der Bedienung, auch für kleinere Leute, denn man kann einfach mit einem Fußtritt
das Fahrrad auf den Ständer bringen und da steht es dann auch sicher. Und auch das Runterheben vom Ständer mit einem einfachen Ruck nach vorne gelingt sehr einfach, auch für kleinere Leute. Deswegen gewinnt da das Paxter. Runde 14, unsere vorletzte Runde. Und es geht um die Akkus. Wie einfach lassen sie sich entnehmen und wie einfach lassen sie sich laden. Beide Räder sind hier sehr interessant, denn sie haben beide den Akku vorne unter der Ladefläche. Das Cargo hier in der Mitte, das Paxter auf den Außenseiten. Beim Cargo muss man, um an die Akkus zu kommen, die Ladefläche leer räumen, eine Matte entnehmen und dann den Battery Safe aufschließen. Beim Paxter ist es so, dass beide Akkus links und rechts von der Ladefläche sind und sich mit einer Schublade rausziehen lassen. Wenn man bei beiden Rädern den Aufwand scheut und eine Möglichkeit hat, das Fahrrad da abzustellen, wo ein Stromanschluss besteht, dann lassen sich beide Räder auch von außen laden. Dadurch, dass der ganze Prozess beim Paxter aber ein bisschen leichter ist, gewinnt hier das Paxter. Runde Nummer 15 und jetzt geht es um die Wurst, denn ich habe euch gefragt bei Instagram, bei Facebook und auch bei YouTube, welches Rad ihr besser findet, welches Rad ihr denkt, die Nase vorne hat. Und die Ergebnisse waren sehr, sehr interessant und wir beginnen mal mit Instagram. Und auf den ersten Blick sah es so aus, 50-50. Beide haben genau gleich viele Stimmen erlangt, aber das konntet ihr nicht sehen, ich aber. In den Insights konnte man sehen, es gab 103 Stimmen für das Riso-Müller Paxter 70 und 101 Stimmen für das Cargo. Bei Facebook haben deutlich weniger Leute abgestimmt, aber hier ist das Stimmverhältnis umgekehrt gewesen. 8 Leute haben für das Cargo gestimmt und 6 Leute für das Riso-Müller Paxter. Insofern haben wir jetzt genau Gleichstand von den Stimmen. Weil es genau 50-50 stand, habe ich bei YouTube eine letzte Umfrage gestartet und dort war das Ergebnis eindeutig. 127 Leute haben abgestimmt und 74% der Stimmen gingen ans Trommelwirbel Paxter. Somit steht das Endergebnis in diesem Vergleichstest fest. Mit 8:7 Punkten hat das Riso-Müller Paxter 70 diesen Vergleichstest gewonnen. Aber ist es auch tatsächlich das bessere Lastenrad? Das ist wirklich die Frage. Denn diese beiden Räder, so ähnlich sie auch sein mögen, sind am Ende des Tages komplett unterschiedlich. Das Cargo ist ein entspannter Gleiter. Es bietet vielleicht nicht so viel Praktikabilität, nicht so viele Möglichkeiten für Kinder, aber es ist insgesamt eine ganze Ecke komfortabler und sieht meiner Meinung nach auch deutlich schnittiger aus. Das Riso-Müller Paxter hingegen, das ist halt super, weil es eine große Variabilität bietet, viele Möglichkeiten hier Kinder reinzusetzen und auch das mit der Babyschale ist eine coole Sache. Dazu kann man wahrscheinlich mit dem Paxter im Alltag etwas leichter leben, besonders wenn verschiedene Fahrer, auch größere, kleinere, schwerere, leichtere Fahrer dieses Fahrrad bewegen müssen. Im Endeffekt kommt es also auf den persönlichen Geschmack an, was man von so einem Fahrrad erwartet, welches Fahrrad man hübscher findet, wie viele Kinder man transportieren muss, ob man eher klein oder groß ist und welches Fahrrad einem einfach insgesamt besser gefällt. Preislich gesehen ist das Paxter in der Grundausstattung etwas günstiger, weil es aber auch dann eine schlechtere Ausstattung hat. Das Problem, in Anführungszeichen, des Cargo ist einfach, dass es nur mit der Automatik erhältlich ist, nur mit dem Kiox-Display und dadurch eben einige Preispunkte nach oben treibt. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen dem Paxter und dem Cargo, und das sage ich jetzt auch, wenn ich eventuell hier verbrannte Erde hinterlasse, da würde ich das Cargo nehmen. Weil bei so einer Entscheidung auch immer das Herz so ein bisschen mitspielt. Und das Cargo ist einfach das Rad, nach dem ich mich nochmal umblicke, wenn ich es irgendwo angeschlossen habe. Durch diese stromlinienförmige Form, durch diese Sitzposition, wo man wirklich das Gefühl hat, in diesem Fahrrad zu sitzen. Das hat mir einfach sehr gut gefallen. Aber das Paxter ist der Favorit meiner Frau. Also insofern haben wir auch bei der Radelbande wieder Gleichstand. Ja, welches dieser beiden Premium-Lastenräder ist jetzt dein Favorit? Das Cargo oder das Paxter? Welches Rad ist für deinen Anwendungszweck besser geeignet? Sagt es mir unten in den Kommentaren. Sagt mir auch, wenn ihr in Zukunft mehr solcher Vergleichsvideos auf meinem Kanal sehen möchtet. Und lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss! Bis dann.